Yummy, yummy, so good. Welcome to Mama Kim's Kitchen. Hallo, schön, dass ihr da seid. Heute will ich euch zeigen, wie man Bibimbap macht. Das Wort Bibimbap setzt sich zusammen aus Bibim, was umrühren bedeutet, und Bap, was Reis bedeutet. Das heißt, Reis wird mit verschiedenen anderen Zutaten zusammengemischt. Ich werde euch heute 4 verschiedene Arten zeigen. Dafür verwende ich einen besonders guten und bekömmlichen Reismix und eine selbstgemachte Chilisauce. Solche Chilisauce könnt ihr natürlich auch im Asialaden fertig kaufen, aber sie haben viel Zucker drin. Dann lasst uns anfangen! Das sind unsere Asialaden-Zutaten. Koreanisches Chili-Pulver, meine koreanische Lieblingssojasauce ohne Zuckerzusatz und andere Zusatzstoffe. Sesamöl, bitte unbedingt aus Korea, weil Sesamöl aus anderen Ländern nicht so gut schmeckt. Fischsoße und gerösteter Sesam. Wir beginnen mit unserer selbstgemachten Chilisauce. Eine kleine, grob geschnittene Zwiebel, 4 Knoblauchzehen, ein kleines Stück Ingwer, 4 Esslöffel koreanische Sojasauce, 4 Esslöffel japanische Sojasauce, 2 Esslöffel Weißwein, 2 Esslöffel Weinessig, 4 Esslöffel Apfelsaft, 2 Esslöffel Birnendicksaft. Er ist nur aus Birnen gemacht und passt sehr gut zur koreanischen Küche. Man bekommt ihn im Bioladen. Man kann stattdessen auch normalen Zucker, Erythrit oder andere Arten von Sirup verwenden. 4 Esslöffel koreanisches Chilipulver, ein Drittel Teelöffel Pfeffer, zuletzt 2 Esslöffel Sesamöl. Wenn ihr aber die Chilisauce länger als eine Woche aufbewahren wollt, gebt das Sesamöl lieber direkt beim Mischen oder Kochen hinein. Alles gut mixen. Jetzt haben wir unsere leckere und gesunde Chilisauce, die im Gegensatz zum Gochujang aus dem Asialaden komplett ohne Zuckerzusatz auskommt. Ich fülle die Chilisauce immer in ein Eimerglas, dann kann man sie circa einen Monat lang genießen. Zunächst entfernen wir alle braunen und weichen Stellen von den Sojasprossen. Gut waschen, Sojasprossen ins kochende Wasser geben, umrühren, wieder aufkochen lassen. Sobald das Wasser wieder kocht, Topf vom Herd nehmen und in ein Sieb geben. Sofort mit kaltem Wasser nachspülen, bis die Sprossen abgekühlt sind. Wasser genug abtropfen lassen und in einer Schüssel auf die Seite stellen. Frisches Wasser zum Kochen bringen. Sobald das Wasser kocht, Herd ausschalten. Jetzt blanchieren wir den Spinat. Darauf achten, dass der ganze Spinat im Wasser ist. Nach 10 bis 20 Sekunden Spinat samt heißem Wasser in ein Sieb kippen und Spinat mit kaltem Wasser abwaschen. Spinat fest zusammendrücken, damit so viel Wasser wie möglich herausgepresst wird. Rote Zwiebel länglich dünn schneiden, den Kohlrabi schälen und die Enden abschneiden. Verholzte Stellen entfernen, halbieren und in relativ dünne Scheiben schneiden. Die Scheiben wiederum so schneiden, dass dünne Stifte entstehen. Die Stifte sind ungefähr so dünn. Wir entfernen die Enden von der gewaschenen Zucchini, halbieren sie und schneiden sie in dünne Scheiben. Das sind die Scheiben. Karotten schälen, schräg in Scheiben schneiden und diese Scheiben wiederum länglich in dünne Stifte schneiden. Von den Jungzwiebeln entfernen wir die Wurzeln und schneiden sie klein. Von den sauber geputzten Starkgepilzstängel, wenn nötig, die Enden entfernen und in dicke Scheiben schneiden. So dick ungefähr. Die Standard-Aubergine, die man meistens in Mitteleuropa zu kaufen bekommt, sieht so aus wie diese. Da in Korea die Auberginen viel dünner sind, empfehle ich euch, diese dünne Sorte von Aubergine zu verwenden, falls ihr sie bekommt.
Solltet ihr nur eine normale Aubergine haben, schneiden wir die Enden ab, halbieren sie und teilen die Hälften der Länge nach in 3 Teile. Nun schneiden wir dünne Scheiben, ungefähr so dick. Falls ihr längliche dünne Auberginen habt, entfernen wir ebenfalls die Enden und schneiden sie schräg in dünne Scheiben, eventuell nochmal halbieren. Nun bereiten wir unseren Reis vor. Dafür nehmen wir auf jeden Fall Sushi-Reis, Quinoa, in meinem Fall dreifarbiges, Leinsamen, Beluga-Linsen und Hanfsamen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch eine dieser Zutaten weglassen, weniger oder mehr nehmen. Ihr könntet aber auch noch zum Beispiel Goldhirse oder andere Sorten von Linsen dazugeben. Und ihr könnt natürlich auch nur weißen Reis benutzen. Wir waschen unseren Reismix mit kaltem Wasser 3 bis 4 Mal, indem wir mit den Fingern alles gut durchrühren und das trübe Wasser durch einen feinen Sieb abgießen. Beim letzten Abgießen darauf achten, dass möglichst viel Wasser wegkommt. Vor dem Kochen den Reis eine halbe Stunde stehen lassen. Die Zeit können wir nutzen, um andere Zutaten vorzubereiten. Die Kohlrabi-Stifte mit einem gestrichenen Teelöffel Salz vermischen und 10 Minuten stehen lassen. Zu unserem Rinderhackfleisch geben wir eine gepresste Knoblauchzehe, 2 Esslöffel koreanische Sojasauce, 1 Esslöffel Weißwein, 1 Teelöffel Birnendicksaft, Pfeffer, 1 Teelöffel Sesamöl, alles gut vermischen. Zu den blanchierten Sojasprossen geben wir einen Esslöffel koreanische Sojasauce, eine Prise Salz, einen Teelöffel Sesamkörner und einen Teelöffel Sesamöl. Alles gut mischen. Zum Spinat geben wir ebenfalls einen Esslöffel koreanische Sojasauce, eine Prise Salz und einen Teelöffel Sesamöl. Alles gut vermischen. Einen Teelöffel Sesamkörner darüber. Nochmal mischen. Fertig. In der Zwischenzeit sind 10 Minuten vorbei und wir können das Wasser, das aus den Kohlrabi-Stiften gekommen ist, abgießen und den Kohlrabi in einem Sieb zusätzlich ausdrücken, sodass möglichst viel Wasser hinausgeht. 2 Teelöffel koreanische Chilipulver zu Kohlrabi-Stiften geben und gut mischen. Einen Teelöffel Fischsoße und einen Teelöffel Sojasauce dazu. Wenn ihr vegan essen wollt, könnt ihr einfach 2 Teelöffel Sojasauce dazugeben, 2 Teelöffel Weinessig, einen Teelöffel Birnendicksaft. Ihr könnt natürlich auch normalen Zucker verwenden. Einen Teelöffel Sesamkörner, gut durchmischen. Jetzt noch eine kleine Stange geschnittene Jungzwiebel dazu und nochmal mischen. Fertig! In der Zwischenzeit ist der Reis eine halbe Stunde gestanden und wir können ihn kochen. Natürlich könnt ihr zum Reiskochen einen Reiskocher benutzen, aber falls ihr keinen besitzt, zeige ich euch, wie man Reis im Topf kocht. Dafür nehmen wir die 1,2-fache Menge Wasser im Vergleich zur Reismenge. Diese Angabe gilt für Induktions- und Gasherde und für Töpfe mit relativ schweren Deckel. Solltet ihr einen normalen Herd oder einen Topf mit leichtem Deckel habt, werdet ihr wahrscheinlich mehr Wasser und vielleicht längere Kochzeit benötigen. Herd voll aufdrehen, aufkochen lassen und Herd auf mittlere Hitze zurückstellen. Einmal umrühren und bei geschlossenem Deckel 3 Minuten köcheln lassen. Nochmal umrühren, Deckel schließen und bei schwacher Hitze 15 Minuten lang köcheln lassen. Nach dem Köcheln werden wir den Reis noch 10 Minuten bei geschlossenem Deckel stehen lassen. Während der Reis köchelt, beginnen wir damit, unsere Zutaten in der Pfanne zu braten.
Dafür geben wir etwas Bratöl und eine gepresste Knoblauchzehe in die Pfanne, den Knoblauch leicht anbraten, die Zucchinischeiben dazugeben und so lange braten, bis sie ein bisschen weicher werden. Nun einen Esslöffel Sojasauce dazu, weiter braten, einen Teelöffel Sesamkörner, einen Teelöffel Sesamöl, weiter braten, fertig. Pfanne sauber machen, wieder Bratöl hinein, rote Zwiebeln glasig anbraten, 1 Esslöffel Sojasauce, eine Prise Salz, 1 Esslöffel Sesamöl, fertig. Pfanne wieder sauber machen, Bratöl und eine gepresste Knoblauchzehe hinein, 2 kleine geschnittene Stangen Jungzwiebel, vorsichtig anbraten, geschnittene Auberginen, 2 Esslöffel Sojasauce, 1 Teelöffel Sesamkörner, 1 Teelöffel Sesamöl, fertig. Pfanne wieder säubern, Bratöl und die Karottenstifte hinein. Wenn die Karotten etwas weicher sind, einen Esslöffel Sojasauce und eine Prise Salz dazu. Zum Schluss noch einen Teelöffel Sesamöl. Fertig. In die saubere Pfanne wieder Öl geben, eine gepresste Knoblauchzehe vorsichtig anbraten, geschnittene Shiitake-Pilze hinein, 1 Esslöffel Sojasauce, 1 Teelöffel Sesamkörner, 1 Teelöffel Sesamöl. Fertig. Pfanne wieder säubern und Öl hinein, das marinierte Hackfleisch in die Pfanne geben und gut durchbraten. Inzwischen ist der Reis fertig gekocht und konnte auch noch 10 Minuten ruhen. Wir können ihn jetzt umrühren. Schaut euch das an. Er ist gut durchgekocht, hat eine schöne Textur und klebt nicht mal am Boden. Einfach perfekt gekocht. Lecker und gesund. Ein letztes Mal säubern wir die Pfanne, geben Öl hinein und machen unsere Spiegeleier. Schaut, wie schön das lächelt. Zum Anrichten geben wir als erstes Reis in eine tiefe Schüssel, dann geben wir unsere einzelnen vorbereiteten Gemüsezutaten auf den Reis. Wer möchte, kann darauf achten, dass sich die Farben gut abwechseln. Je nachdem, wie intensiv ihr euer Bibimbap haben wollt, gebt ihr in die Mitte einen oder mehrere Löffel von unserer selbstgemachten Chilisauce. Das ist unsere vegane Version von Bibimbap. Falls jemand gar nicht scharf essen kann, kann man anstatt der Chilisauce auch einen oder mehrere Esslöffel Sojasauce nehmen. Wenn wir jetzt noch ein Spiegelei drauflegen, haben wir unsere vegetarische Bibimbap-Version. Für alle Nicht-Vegetarier geben wir noch unser Hackfleisch dazu, Chilisauce und Spiegelei drauf, fertig. Falls ihr noch etwas Bulgogi übrig habt, könnt ihr das auch anstatt dem Hackfleisch verwenden und habt ein extrem leckeres Bulgogi Bibimbap. Wenn ihr das Rezept für Bulgogi braucht, könnt ihr dies in meinem Bulgogi Video nachschauen. Die letzte und wirklich sehr einfache Bibimbap-Version ist meine Thunfisch-Variante. Dafür braucht ihr außer Reis nichts weiter als Salat. Eine oder verschiedene Salatsorten ist egal. Geschnittene Gurken, Kresse, Thunfische aus der Dose, Chilisauce und Spiegelei. Fertig! Heute haben sich alle schon den ganzen Tag auf Bibimbap gefreut. Dazu habe ich noch Chinakosuppe gekocht. So ist mein Bibimbap richtig. Alles gut vermischen. Nicht vergessen, vor dem Essen noch ein bisschen Sesamöl drüber. Schaut so lecker aus. Ob vegetarisch, mit Hackfleisch, mit Bulgogi oder mit Thunfisch, Bibimbap ist in allen Varianten einfach genial gut. Aber das Beste daran ist, dass man es nach eigenem Geschmack zusammenstellen kann. Wenn ihr eure Familie und Freunde zum Essen einladet, könnt ihr die Zutaten einfach auf den Tisch stellen und jeder kann sich sein eigenes Bibimbap mischen. Alle meine Varianten sind nur Vorschläge. Ihr könnt Zutaten weglassen, anders zusammenstellen oder auch neue Zutaten ausprobieren. Bitte lasst mich eure Varianten in den Kommentaren wissen.
Dann viel Spaß beim die Wimpern machen und bis bald. Tschüss, Baba. Das ist so. Noch bitte.